Was vor etlichen Monaten schon begann, scheint in meiner Wahrnehmung jetzt auf einen neuen Höhepunkt zuzusteuern. Wovon spreche ich? Ich spreche von Enthüllungen über alle möglichen Themen, die uns alle betreffen. Die Frage ist, wie kannst du herausfinden, was ist wahr, was ist nicht wahr? Wenn wir so zugeschüttet werden mit allen möglichen Informationen, egal ob aus den Mainstream-Medien, aus den wissenschaftlich orientierten alternativen Kanälen oder auch aus der spirituellen Community, dann macht sich in uns unter Umständen Verwirrung breit. Wir wissen überhaupt nicht mehr, wem sollen wir glauben, was sollen wir glauben. Wir suchen einfach nach einer Orientierung in dieser verrückten Zeit, um uns danach in irgendeiner Weise richten zu können. Das Thema Wahrheit finden hatte ich auf meinem Kanal schon ein paar Mal beim Wickel und am Ende verlinke ich dir auch eines der Videos dazu. Lass uns beginnen mit einem ganz simplen Beispiel. Kürzlich bin ich mit einer Freundin unterwegs. Wir haben einen Ausflug gemacht und hatten uns ein bisschen verirrt. Das heißt, wir hatten die Orientierung verloren. Dann haben wir uns entschlossen, einfach einen Weg zurückzugehen und wir könnten ja umkehren, wenn der sich als falsch erweist. Wir sind losgelaufen. Sie erinnerte sich plötzlich an eine blaue Tür, die uns auf dem Hinweg begegnet wäre. Und ich erinnerte mich an ein Werbeplakat einer Jobagentur für Frauen. Wenn wir zu Beginn diese beiden Bilder in den Widerstreit hätten gehen lassen, da hätte ich gesagt, nee, eine blaue Tür ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Und sie hätte gesagt, also so ein Plakat habe ich nicht gesehen, das muss falsch sein. Das heißt, wir wären in Streit geraten. Warum sage ich das? Jeder hat seine Wahrheit, seine Wahrnehmung, seine Filter in Form von 7, die er eingebaut hat, basierend auch auf seiner Art der Wahrnehmung zum einen, aber auch basierend auf seinen Glaubenssystemen, seinen Glaubensmustern. Nach meiner persönlichen Erkenntnis, und mit der kannst du in Resonanz gehen oder sie auch weit von dir weisen, ist es ein Akt der Selbstliebe, seiner persönlichen Wahrheit zu folgen. Natürlich ist klar, wir schwanken permanent zwischen den zwei Polen, irgendwo dazugehören zu wollen und auch individuell unser eigen Ding zu machen. Und manchmal lassen wir uns dazu verführen, irgendjemandem zu folgen, seiner Wahrheit zu folgen, nur um irgendwo dazuzugehören. Nach meiner Erfahrung gehört es zum Erwachensprozess, der jetzt läuft im großen globalen Maßstab dazu, die eigene Wahrheit zu erkennen, ihr zu folgen, ohne zeitgleich die Wahrheiten der anderen niederzumachen. Jeder Mensch hat seinen Grund für seine Wahrheit. Es geht aus meiner Sicht nicht um ein Entweder-Oder, sondern mehr um ein sowohl als auch in Liebe und zum Wohle aller. Stellt sich jetzt schlussendlich dennoch die Frage, wie kann ich denn meine Wahrheit erkennen? Manchmal spüre ich sie nicht, sondern nur diesen Gedankenwirbel im Kopf. Lass uns über 3 Möglichkeiten sprechen, mit denen du ziemlich gut herausbekommen kannst, was deine individuelle Wahrheit ist. Mit denen habe zumindest ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Die erste Möglichkeit ist die sogenannte Intuition, das Bauchgefühl. Wichtig ist, Intuition kommt oft auf leisen Sohlen daher und vor dem
Denken, denken, denken. Gedankenkarussell. Zweite Möglichkeit, und das ist der Königsweg aus meiner Sicht, meditieren. Wie das geht, verlinke ich ebenfalls nochmal am Ende des Videos. Da hast du dann den direkten Draht zu Gott, zu deinem höheren Selbst, zum Universum, wie auch immer du es nennen möchtest. Und die dritte Möglichkeit ist der sogenannte kinesiologische Schwanktest. Der bezieht den gesamten Körper, dein Körperbewusstsein mit ein. Kurz beschrieben, du stellst dich schulterbreit auf, verbindest dich in einem ruhigen Moment mit deinem Herzen und stellst eine Frage, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. In dem Falle würde es zum Beispiel lauten: Was ich zu diesem Thema gehört habe, dort und dort, ist das wahr? Und bei Ja würdest du nach vorne schwanken mit deinem Körper. Bei Nein schwankt dein Körper automatisch nach hinten. So hast du eine rasche Antwort, die du überall, egal wo du dich gerade befindest, bekommen kannst. Näher beschreibe ich das zum Beispiel in meinem Büchlein Wie Selbstcoaching gelingt. Das verlinke ich hier unterhalb dieses Videos. So, jetzt mal ab in die Wahrheitssuche und Finden von Orientierung. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Video. Tschüss.